Hallo, mein Name ist Katharina Glatt. Mein Name ist Andreas Scholz. Wir sind seit 2018 Franchise-Nehmer bei der Firma Starbucks. Und seit April 2019 betreiben wir unsere Starbucks in Korneuburg. Unser Weg zum Franchise-System war eigentlich umständlicher, als er sein hätte müssen. Wir sind als Österreicher nach Deutschland geflogen, nach Frankfurt zur Franchise-Messe, um dort das Franchise-System kennenzulernen. Wir hätten auch einfach das Team in Österreich kontaktieren können und hätten uns dadurch den Weg gespart. Wir haben uns dann deshalb dafür entschieden, weil wir uns vor Ort gleich so gut betreut gefühlt haben. Genau, also ich möchte nochmal die Vorteile hervorheben, warum wir uns jetzt dann schlussendlich für das Starbucks Franchise-System entschieden haben. Wir sind das super nett von dem Team aufgenommen worden, wir sind sehr überzeugt, hier arbeiten sehr professionelle und sehr freundliche Leute. Das natürlich hat uns das System überzeugt, komplett digitalisiert, wirklich top. Und generell haben wir immer schon ein Interesse an Immobilien gehabt. Der Alltag in unserer Starbucks ist gar nicht so leicht zu erklären. Ich würde es in 2 Punkte aufstellen. Und zwar ist der erste Punkt einmal das Finden und Eröffnen der Starbucks. Das bedeutet, da hat man sehr viel Aufwand, da hat man mehrere Wochen möglicherweise auch die Suche nach passenden Immobilien, Verhandlungen mit dem Vermieter und dann natürlich auch die tatsächliche Eröffnung und den Einbau aller Teile, die notwendig sind. Den tatsächlichen Alltag? Genau, den tatsächlichen Alltag, der ist eigentlich sehr gut nebenberuflich machbar. Im Prinzip, was wir wöchentlich für Arbeiten haben, ist, wir kontrollieren zumindest einmal in der Woche, das ist notwendig, muss man die Zahlungseingänge kontrollieren. Dann muss man natürlich schauen, dass die Starbucks sauber gehalten wird, aber das ist auch kein großartiger Aufwand. Was bei uns tatsächlich, dadurch dass das Customer Service so viele Aufgaben und Agenten übernimmt für das Franchise-Partner, ist bei uns tatsächlich momentan die größte Aufgabe, die wir haben, dass wir einmal im Quartal die Buchhaltung machen. Wobei man auch hier sagen kann, dass man die an einen Steuerberater komplett auslagern könnte, was wir halt momentan nicht machen, aber das sind tatsächlich, lässt sich das wirklich sehr gut vereinbaren mit einer normalen beruflichen Tätigkeit. Auf dem Weg zu eurer Starbucks kann ich euch mehrere Tipps geben. Ganz wichtig vorweg, wenn ihr auf der Suche nach einem Immobilie seid, nutzt auch euer eigenes Netzwerk. Wenn ihr schon jemanden kennt, der Immobilien besitzt oder vielleicht Immobilien vermietet, könnt ihr euch dort entweder die Immobilie suchen oder vielleicht sogar Kontakte suchen, wo ihr welche finden könntet. Als zweiten Tipp würde ich euch geben, mit genug Startkapital an die Sache ranzugehen. Wir denken, dass da bei den durchschnittlichen Starbucks um die 30.000 € genügen würden. Als dritten Punkt würde ich euch auch handwerkliches Geschick empfehlen. Dann kann man auch viele Kleinigkeiten selber regeln und braucht nicht für alles einen Handwerker. Worüber wir uns besonders freuen, ist, dass unsere erste Kundin bis dato auch unsere längste Kundin ist. Und was wir besonders toll auch noch finden, sind die gut organisierten Starbucks Franchise-Tagungen, wo euch der Andreas ein bisschen mehr noch darüber erzählen möchte. Was ja für mich das Überraschendste war, es war am Anfang nicht ganz sicher, ob dieses Jahr die Franchise-Tagung überhaupt stattfinden konnte, durch die gesamte Situation rund um Covid. Dadurch hat sich das Team dann entschieden, das Ganze online abzuhalten. Für mich war das überraschenderweise eines der bestorganisiertesten Events, die ich überhaupt hatte in digitaler Form. Und ich muss euch dazu sagen, ich hatte das letzte halbe Jahr sehr viele Online-Veranstaltungen bei uns in der Firma und das war mit Abstand das Beste. Liebe Korneuburger und Korneuburgerinnen, falls ihr mal Lagerplatz benötigen solltet, unser Lagerabteil befindet sich in der Wiener Straße 23, das ist gegenüber vom Lagerhaus Korneuburg. Wir bieten euch die optimalen Lagergrößen für Privat- als auch für gewerbliche Nutzung an. Mein Tipp für die kalte Jahreszeit ist, ihr könnt bei uns sogar im Trockenen ein- und auslagern. Einfach die Vordertüren öffnen, hineinfahren mit dem Fahrzeug und dann gemütlich ein- und auslagern. Das heißt, euch wird nicht kalt und euch bläst auch kein Wind um die Nase.